Die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Die wahre Ruhe findest du nur alleine. Die Gedanken sortieren und die Fokussierung auf das Wesentliche. Aber du findest auch Einsamkeit. Alleine und Einsamkeit, zwei grundsätzlich unterschiedliche Begriffe. Einsamkeit ist ein schwerer Gegner, den man alleine nicht besiegen kann. Die Wochen, in denen ich Begleitung hatte, waren für mich die schönsten Wochen auf dem Trail. Man erlebt seine Mitwanderer ungeschminkt. Echt, nichts ist gekünstelt oder gefaked. Man erlebt ihre stärksten Seiten, aber auch ihre schwächsten. Und schon nach wenigen Tagen entstehen enge Bindungen. Das, was man eine Trail-Familie nennt. Stars that shine the way for me show the one that I have followed to see how far I've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. Ja, wir haben den 29. Mai. Das ist die 6. Woche auf dem NST. Ich rocke hier schön das Rothaargebirge durch. Sehr schön eigentlich, fing auch super an mit astreinen Single Trails, ließ dann aber ein bisschen nach. Also es sind doch schon sehr harte Schotterwege. Natürlich auch, wie ihr hier seht, die übliche Zerstörung durch den Borkenkäfer. Aber auf welchem Wanderweg mit vielen Fichten ist das nicht in Deutschland? Das ist, glaube ich, überall mittlerweile dasselbe Bild. Aber es sind doch erstaunlich hohe Anteile von Schotterwegen da, die trotzdem durch schöne Natur führen. So ist das jetzt nicht. Also der Weg an sich oder das Rothaargebirge an sich ist wirklich wunderschön. Bin ich auch sehr überrascht von. Ja, am ersten Tag möchte ich mich noch bedanken bei Firehawk. Die Dame hat mir ein Bett angeboten, ein Zuhause angeboten am ersten Tag. Fand ich sehr schön. Wir saßen abends noch, haben ein bisschen was gegrillt und so weiter. Das war echt sehr nett. Habe mich auch noch am nächsten Tag ein paar Meter begleitet. Das war echt schön. Tag der Quellen heute. Das ist hier die Dillquelle. Wahnsinn. Die 3. Quelle heute. Und hier auch eine super Hütte dabei mit Grillstelle, Bänken, allem drum und dran. Also das ist wirklich meine Hütte der besseren Art. You can't keep me far away, but
Exakt zu diesem Zeitpunkt erreichte mich die fantastische Nachricht, dass ich bald für 3 Wochen von einem guten Freund und geschätzten YouTube-Kollegen Besuch bekommen würde. Was für eine Freude! Aber jetzt ging es erstmal in eine wohlverdiente Pause. Ausruhen, Materialpflege und vor allem ein Haarschnitt. You can't keep me far away for too long. There's no need to pretend that you don't when you do. I really want to know, so throw me aside and show me you do. Because I hope in your heart that when we are apart, you feel me. You know from the start that nothing's gonna break my love for you, baby. You can't keep me far away for long. You can't keep me far. You can't keep me far. You can't keep me far away for too long. You can't keep me far. You can't keep me far. If you ever feel the way I do, won't you tell me so? Now is the only time we'll ever know. You can't keep me far away for long. You can't keep me far. You can't keep me far. You can't keep me far away for too long. You can't keep me far. You can't keep me far. Please don't keep me far away for too long. Ja, das hier ist tatsächlich der Trailhead des Rothaarsteigs. Den habe ich jetzt tatsächlich durch und ja, wieder typisch deutsch hier, direkt am Hauptbahnhof. Ein wunderschöner Trailhead, lädt zum Verweilen ein. You can't keep me far away for long. Ja, das ist das Wegzeichen vom Dill-Höhenweg. Dem folgen wir jetzt einige Kilometer, bis wir am Trailhead des Westerwaldsteigs ankommen. Ja, meine Lieben, hier auf dem Westerwaldsteig gibt es wieder was zu feiern. Natürlich, ihr ahnt es schon, Donnerwetter. 1500 Kilometer sind gelaufen auf dem NST. Das bedeutet noch 1882 Kilometer und ich bin am Haldenwanger Eck. 1500. Boah, das ist schon eine Hausnummer. Noch 100 und etwas, dann habe ich wirklich den Halfway Point erreicht. Irgendwo am Natursteig Sieg müsste der sein. Wahnsinn.
So, dann begeben wir uns mal auf die Suche nach Trail Magic. Ich habe nämlich vor einer Woche eine Nachricht bekommen per E-Mail, dass jemand für mich hier genau auf diesem Wanderparkplatz ein bisschen Trail Magic versteckt hat. Also Depotzauber, wie wir es jetzt mittlerweile nennen. Ja, dann schauen wir mal, ob ich es finde. So, und dann müsste das eigentlich, ich glaube, der Baum da sein. Und dort sollte eine Kassette sein, unter dem Totholzhaufen hier. Ah, ich glaube, ich sehe sie schon. Ja. Das ist aber groß, das Ding. Ja, gehen wir mal zurück. So, dann schauen wir doch mal, was in dieser wirklich schnieken Box alles drin ist. Oh, erstmal ein Zettelchen. Das ist ja mal schön. Hallo Soulboy, hier ein wenig Trail Magic für dich. Ich finde es toll, deine Tour morgens bei einem Kaffee auf Find Pinguins zu verfolgen. Tolle Tour. Ich freue mich schon auf die Videos. Viele Grüße, Nadim. Ach, toll. Aha. Ja, ich als Altbierbeauftragter, ne, ist natürlich, also Bier ist immer sehr gerne gesehen. Ein Ale, ah, sehr schön. So, was haben wir denn hier alles? Ach, guckt euch das mal an. Wirklich, das ist genau das Zeug, was ein Fernwanderer braucht. Hier, Proteinbars, Cliff Bars, die esse ich super gerne. Sogar hier so ein bisschen Trail-Mix, ein Snickers. Ganz, ganz toll, wirklich. Auch super zusammengestellt. Das ist genau das Zeug, was man sich wünscht. Vor allem nach so einem Scheißtag wie heute, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Junge, top. Wirklich. Ich lege dir die Box auf jeden Fall wieder zurück. Der Parkplatz in Rennerroth. Für mich ein besonderer Ort. Hier beendete ich fürs Erste meine Reise Southbound. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl, das ist jetzt wieder ein bisschen Star Trek-Thematik, dass ich mich auf 2 Zeitlinien befunden habe. Und zwar sind wir gestartet, wie ich schon erwähnte, in Hamburg am Trailhead des Heidschnuckenwegs. Und das war eigentlich die Zukunft. Das heißt, an diesen Abschnitt wäre ich ja erst noch gekommen, als ich am 20. April gestartet bin. So ist es. Jetzt holen wir ja die Etappen nach und befinden uns auf der Vergangenheitszeitlinie. Also, Dann kommen sie zusammen. genau, auf dem Parkplatz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Wanderparkplatz in Rennerode, treffen diese beiden Zeitlinien zusammen, Welten kollidieren und, zur Zeitlinie. und ich befinde mich auf der regulären Zeitlinie, auf der normalen. Du wärst, wenn du normal gestartet bist. So sieht's aus. Ihr seht also, Soul Trails ist nicht nur ein YouTube-Wanderkanal, sondern auch das offizielle Büro für Temporalmechanik. Ja. Ja, wir sind eigentlich Timelords. So sieht's aus. Das wollte ich also nur noch mal erzählt haben. Ja, ihr Lieben, zieht euch mal rein, wie ich hier aussehe, wie der letzte Heckenpenner. Hat euch den ganzen Tag geschüttet. Hier auf diesem obskuren Wanderparkplatz in Rennerode werde ich genau in 4 Wochen widerstehen. Da werden sich die beiden obskuren Zeitlinien dann vereinen zu der original richtigen Zeitlinie. Freue ich mich schon drauf. Also für euch im Film vergehen jetzt nur ein paar Sekunden. Für mich liegen da jetzt 4 Wochen zwischen. Aber wegen der Corona-Pandemie konnte ich halt in Schleswig-Holstein oben am nördlichen Terminus nicht starten. Und deswegen muss ich jetzt diese 600 Kilometer natürlich nachholen. Ja, also sehen wir uns gleich. Boom! Ja, hier stehe ich wieder. Genau 26 Tage und 600 Kilometer später befinde ich mich wieder am Wanderparkplatz in Rennerroth. Hier, wo ich meine Reise unterbrechen musste, um die 600 Kilometer in Schleswig-Holstein und Hamburg nachzuholen. Beide Zeitlinien sind aufeinander getroffen, Welten sind kollidiert und ich befinde mich jetzt genau auf der einzig wahren richtigen Zeitlinie. Southbound Richtung Süden auf dem Nord-Süd-Trail. Einen wunderschönen guten Morgen und ratet mal, wer hier ist. Kennt ihr den jungen Mann noch? Der Armin, den ich schon getroffen habe auf dem Heidschnuckenweg, war das, richtig? Genau, ganz am Anfang. Ja. So, und du flipflops wie auf Teufel komm raus, ne? Du bist überall schon gewesen auf dem NST, oder? So ziemlich. Alles nördlich vom Rheinsteig so ungefähr. Und jetzt geht's nach Kassel. Jetzt geht's nach Kassel. Also gehst jetzt noch Rothaargebirge und die Ecke hoch. Ja, hat mich super gefreut, dich nochmal zu treffen hier auf dem Parkplatz in Rennerroth. Und ja, ich wünsche dir alles Gute auf deiner weiteren Reise. Danke dir auch. Viel Spaß bei der zweiten Hälfte. Jo. It's the sunlight
pushing back the night. It's your faces in the kitchen, little moons of borrowed light, on your tiptoes always reaching for something bigger than you are. It's holding you and knowing that I've caught a shooting star. I know it won't always be like this. Eyes are open, I don't wanna miss these ordinary days. These ordinary days. In a million little ways, you make me wanna stay in these ordinary days. Regel Nummer 6. Vermeide einen festen Zeitplan für deinen Thru-Hike und bleib flexibel. Eine so lange Reise generalstabsmäßig zu planen, wird nicht funktionieren. Sich so unnötig unter Stress zu setzen, schadet nur Körper und Geist. Es ist außerdem unmöglich, Wochen oder gar Monate im Voraus zu wissen, wo man unterwegs sein wird. Sich selbst Raum für Flexibilität und Spontanität zu lassen, das ist der Schlüssel. Ich wollte eigentlich an diesem Tag noch ein ganzes Stück weiterlaufen. Allerdings wurde ich überraschend auf einen Campingplatz in der Nähe eingeladen. Wir Rheinländer sagen dazu, et kütt wie et kütt. Also ein Hoch auf die Flexibilität. Die Tagesetappe für heute ist geschafft. Ich bin auf einem Campingplatz und seht mal, wen ich hier getroffen habe. Also wir haben uns vorher verabredet. Der Kollege hier ist vom Kanal Medi Buschkraft OBK. Steht für Oberbergischer Kreis, habe ich gerade gelernt. Und an dem Tarnmustern könnt ihr schon erkennen, das sieht ja schwer nach Buschkraft aus. Ja, da hängt die Axt als Beweis. Bier ist da. Plus Anhang hier, sehr nette Leute. Dein Kanal heißt, stell deinen Kanal mal vor. Genau, Outdoor Lindenstadt. Outdoor Lindenstadt, jetzt haben wir es auch. Genau, wir kommen aus Gummersbach. Freut mich sehr, dass ihr hier seid und so schöne, leckere Sachen mitgebracht habt. Ach, Wandern macht Spaß, Leute, ich sag's euch. Ja, wir machen uns hier einen schönen Abend und wir haben bestimmt viel zu bequatschen, oder? It's the way you feel the music, spinning like the falling leaves. You are poetry in motion, and you want to dance with me. I know it won't always be like this. Eyes are open, I don't wanna miss these ordinary days. These ordinary days. In a million little ways, you make me wanna stay in these ordinary days. All the days are moving slowly, but the years go by so fast. Let me linger in these moments before they turn into the past. How I want to make them last. These ordinary days. These ordinary days. In a million little ways, you make me wanna stay in these ordinary days. These
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Trail Magic der besonderen Art. Als ich heute Morgen die Tür aufmachte, lag da hier dieses kleine Päckchen vor der Tür. Und zwar 2 Follower hier von Pinguins haben mir hier die Übernachtung bezahlt. Eigentlich viel zu viel, so viel habe ich gar nicht bezahlt. Vielen Dank an euch beiden. Ich glaube, ich werde schon gestalkt mittlerweile, unfassbar. Ja, war eine super Überraschung und ich danke euch. So, ihr beiden Süßen, ich habe nicht nur mein Hotelzimmer bezahlt, sondern auch ein wirklich super opulentes Frühstück hier. Hier gab es nämlich einen Rewe-Markt mit einem Bäcker drin. Also nochmal ganz lieben Dank dafür. Hat mich super gefreut. Und ja, es ist erstaunlich. Ich scheine mit meinen Filmchen doch super vielen Leuten Freude zu machen. Und ja, da bin ich ganz schön happy drüber. Vielen Dank euch. Also freut mich unglaublich, dass es geklappt hat. Ein arabisches Sprichwort sagt, seltener Besuch vermehrt die Freundschaft. Leider sind die Begegnungen mit Markus fast schon zu selten. Mit ihm habe ich die nächsten 3 Wochen nicht nur einen sehr erfahrenen Fernwanderer an meiner Seite, sondern auch einen der nettesten Menschen, die ich kenne. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pinguine. Es ist Besuch da, wie schon angekündigt. Der Markus vom Kanal Fernwanderer. Ja, bei dir ist ja ein bisschen traurig. Du wolltest ja eigentlich Norwegen sein, ne? Ja. Und, aber traurig bin ich jetzt nicht deswegen. Es ist so, wie es ist. Ja. Wegen Corona immer noch keine Chance da, ne? Schlecht. Ja. Aber es macht nichts. Ich meine, das hier ist die schönste Alternative, die man sich vorstellen kann. Das freut mich. Das freut mich wirklich, jetzt 3 Wochen Besuch zu haben. Das ist wirklich eine richtig gute Sache. Trouble it comes and goes. Trouble it flies away, and I'm ready. Yes, I'm ready. Trouble it knows my name. Trouble knows where I stay, and I'm living. Yes, I'm living. Tell me everything, tell me everything, tell me everything.
So, wir sind hier gerade an einer alten Schiefergrube. Hier gibt es also so eine kleine Rastbank, aber was noch viel interessanter ist, hier unten ist der Eingang in die alte Grube und man kann hier richtig rein. Ich zeige euch das mal. Man kann das besichtigen. Hier geht es unglaublich runter. Das Problem ist, da geht kein Licht, deswegen werden wir jetzt nicht weiter runter gehen, aber wer hier Zeit und Muße mitbringt, der kann sich das hier begucken. Toll, dass man das so einfach frei zugänglich ist. Ja, hier gibt es so Infomaterial und was es auch gibt, ein Hüttenbuch sozusagen, wo man sich eintragen kann. Haben wir natürlich gemacht. Lay it all down, you can't hold it all, no. You can't hold it all, no, my friend. Lay it all down, you can't hold it all, no. You can't hold it all, no, my friend. Oh, tell me everything, tell me everything, tell me everything. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Herrlich. Ja, meine Freunde, manchmal entwickeln sich die Sachen auch ganz anders, als man das vorher geplant hat. Also wir sind hier in der Gaststätte von diesem Campingplatz. Hier steht auch schon mal Kaffee für morgen früh bereit. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was machen wir hier so alleine? Und schaut euch das mal an, da es heute Nacht Regen geben soll und an einem Fluss zu schlafen, das ist eh mal eine sehr feuchte Angelegenheit, hat die Dame uns vom Campingplatz einfach angeboten, hier in dieser Gaststätte zu übernachten. Gute Sache, oder Markus? Und es gibt sogar noch einen frischen Kaffee. Also wir sind super happy. Es gibt einfach so nette Menschen und man erfährt das auf dieser Wanderung jedes Mal wieder aufs Neue. Das ist einfach so geil. So, wir genießen jetzt erstmal die Nacht hier. It'll be alright, it'll be alright, it'll be alright. Immer eine Puselei.
Oft sind es die unauffälligen, langweiligsten Wege, die uns zu den schönsten Orten führen. Dieser wunderbare, einsame Baum, wie ein Gemälde aus einer anderen Zeit. Seltsam, dass ich bis heute diese Stelle des Weges nicht mehr vergessen kann und es mich gedanklich immer wieder magisch an diesen Ort zurückzieht. Wer jedoch nicht an Magie glaubt, wird sie auch niemals finden. Ja, ist kurz nach 4 und wir sind an der Sieg angekommen. Jawohl. Haben den Wanderweg jetzt gewechselt, sind jetzt auf dem Natursteig Sieg. Meine lieben Freunde, diese unscheinbare Hütte, oder würde es mal eher so als Picknickplatz bezeichnen, trägt den schönsten Namen auf dem gesamten Nord-Süd-Trail. Und zwar ist das die Düsseldorfer Hütte. Hier hat sich wohl ein Künstlerkollektiv vom Malkasten getroffen und hat hier die schöne Aussicht genossen. Dabei wurden wohl auch kreative Kräfte frei. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Leider kann man in diesem Unterstand nicht nächtigen, sonst wäre das eine Option gewesen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pinguine. In dieser etwas abgewrackten Hütte haben wir unser Nachtlager aufgeschlagen nach knapp 40 Kilometern. Also wir sind noch eine Hütte weitergelaufen. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil obwohl die Hütte halt nicht sehr schön aussieht, war sie auf jeden Fall komplett dicht und es hat mehrmals in der Nacht geregnet und wir sind richtig schön trocken geblieben. Hier seht ihr mal das Nachtlager von Markus und hier mein Gewinner der Tour auf jeden Fall, dieses Netzzelt, dieses Backnet, das lässt mich auf jeden Fall richtig schön ruhig schlafen. Das klappt auch super hier mit dieser Art Wäscheleine. Also richtig gut. So, wir machen jetzt erstmal Kaffee und lassen es uns gut gehen. So. Nun war der Tag gekommen. Ich erreichte den Halfway Point, also den Mittelpunkt des Nord-Süd-Trails. Nach langen 1691 Kilometern. Wie fühlt man sich? Glücklich, frei und unendlich dankbar. Gefeiert wurde mit einem Fläschchen Gutedel, vielen Geschichten und mit der Gewissheit, dass an diesem schönen Ort in Zukunft noch sehr viele Thru-Hiker stehen werden. Ja, ihr lieben Pinguine, tatsächlich der Halfway Point des NST ist erreicht, wie ihr sehen könnt an dem Schild. 1691 Kilometer sind gelaufen, beziehungsweise sind noch zu laufen. Und ja, zum Prost. Ne? Wir feiern ein bisschen. Also ist ein sensationelles Gefühl, keine Frage. Auf die nächsten 1691. Mit einem leckeren badischen Wein. Wie kann man das besser begießen? Und kommt mal mit, ich zeige euch ja auch genau, was der Halfway Point ist. Das ist nämlich hier eine super schöne Hütte, die auch noch möbliert ist. Zeige ich euch. Nicht schlecht.
Oder? Hier kann man doch auch mal schön eine Nacht verbringen und ein würdiger Halfway Point, wie ich finde. Also, zum Wohl. These four walls are bare. Fill my lungs with air. I can taste the sunrise from right here. Ja, ihr Lieben, ein wunderschöner Tag heute. Angesagt war eigentlich Regen, aber es hat die ganze Nacht durchgeregnet und dadurch verdunstet jetzt auch die ganze Suppe. Und das ist so eine Waschküche, es ist so drückend. Und hier könnt ihr sehen, hat der Borkenkäfer, also generell hat der Borkenkäfer auf dem Natursteig Sieg wirklich verheerende Schäden angerichtet. Ich bin diesen Abschnitt ja vor etwas über einem Jahr gegangen. Da war ja noch alles intakt, also unvorstellbar. Ich bin richtig entsetzt. Aber naja, so wird es bald überall in Deutschland aussehen. Ja, nach dem Halfway Point gibt es schon wieder was zu feiern, ist ja auch logisch. Und zwar 1700 Kilometer auf dem NST. Ja, das bedeutet noch 1682 Kilometer und ich stehe am Haldenwanger Eck. Unfassbar. Cities wide awake, filling in the space. Slow motion breathing, I'm okay. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, unsere Wandergemeinschaft ist ein bisschen angewachsen, wie ihr sehen könnt. Wir sind jetzt eine richtige Gang, oder? Dazugestoßen ist hier der Stefan. Mehr so der Läufer, ne? Ja. Und die Sandra hier vorne. Morgen. Ja, macht richtig Spaß mit mehreren Leuten mal zu laufen, oder Markus? Ja. Gut, ich nehme an, das ist von den Leuten, Gut, die ich traue mich jetzt direkt nur hier nicht. wohnen, Ja, klar. Generell angucke, wirken die auf manchen Strecken nicht unbedingt so, als wollte man sie unbedingt gehen. Ne? So, liebe Kinder, schaut euch das an. Also da sagt noch einer, es gibt in Deutschland kein Trail Magic, oder, Kinders? Ja. Jetzt gönnen wir uns erstmal ein... Was gibt's denn da überhaupt? Äpfel, Wasser, Süßigkeiten. Ach, ganz toll. Guckt euch das an. Ach, da kannst du auch, guck mal hier, sogar ein ganz kleines Trailbuch. Also sollte derjenige, der das hier organisiert hat, mal sehen, kann ja sein, meld dich mal ruhig, schreib was in den Kommentaren. Super, vielen Dank. Cities wide awake,
filling in the space. Slow motion breathing. I'm okay. These days, these days. Schaut euch das mal an hier. Die Sandra hat uns ganz tolle Sachen mitgebracht. Vor allen Dingen frische Sachen. Und ich sage euch, meine Lieben, danach sehnt ihr euch wirklich, wenn ihr so einen langen Trail lauft. Und nicht ganz so frische Sachen. Aber wir freuen uns. Ganz tolle Aktion. Meine lieben Freunde, mittlerweile eskaliert die Situation vollkommen. Wir haben hier noch einen Besuch bekommen, und zwar den Andreas, auch von den Pinguinen. Und du kommst vom Arsch der Welt, ne? Aus Windeck, ja. Genau. Hat aber eine große Liebe, was ihn sehr sympathisch macht, und zwar zu dem besten Fußballverein der Welt, der da wäre. Fortuna Düsseldorf. Und er hat ganz leckere Sachen mitgebracht. Also es geht einfach weiter, die Schlemmerei. Hier schönes Brot und Schwarzwälder Schinken. Und ja, ich weiß. So. Also das wird heute mehr eine Genusswanderung als ernsthaft jetzt hier, dass wir Kilometer schrubben, oder? Ja, so sehe ich das auch. Wunderbar. Also vielen Dank nochmal dafür, für diese Trail Magic. Ja, ne? Jawohl. Wunderbar. These four walls are bare. Fill my lungs with air. I can taste the sunrise from right here. Keep my eyes closed. Seek a lighter scope. Just another moment. I'll be here. Jeder Fernwanderer wird mir zustimmen, dass die Begegnung mit anderen Gleichgesinnten so eine Reise erst zu etwas Besonderem macht. Leider trennten sich hier am Ende des Natursteigs Sieg schon wieder unsere Wege. Gerne hätte ich mich mit Stefan noch etwas länger unterhalten. Komm gut nach Hause, ne? Wie gesagt, war richtig geil, dich kennenzulernen. Ja, von mir auch. Alles klar. Okay. Ja. So, Noch viele schöne Tage, so wie heute. danke. Jo. Ein bisschen besser. Ja, ja. So, also, mach's gut, Stefan. Ne? Hau rein. Zu unserer Freude wurden wir heute eingeladen, bei Sandra zu übernachten. Aber nicht nur das. Andreas, der bei den Pinguinen Düsselsieg heißt, würde uns stinkenden Hiker-Trash vom Trail einsammeln und uns anschließend zu unserem Trail Angel fahren. Aber vorher hatten wir noch eine Verabredung. These days. Ronny, dessen Trailname auch Modul ist ein alter Bekannter aus der Ultralight-Szene, mit dem ich schon das ein oder andere Mal unterwegs war. Was für ein Glücksfall für mich, jetzt mit zwei so erfahrenen Fernwanderern eine Zeit lang unterwegs zu sein. Alter! Stark, Junge! Ey, perfekt, wir haben hier einen Treffpunkt vereinbart. Genau hier. Alter, geil, wie geht's dir? Servus, hi. Markus, ja, servus. So, wunderbar hier. Jetzt ging es aber erstmal zu unserem Trail Angel. Die Vorfreude auf die nächsten Tage stieg ins Unermessliche. Morgen würden wir endlich das Siebengebirge erreichen und somit den von mir so geliebten Rheinsteig. 3 mutige Wandersleut, den Rucksack voller Glück, Burgen, Schlösser,
Mythen und Legenden entlang des ewigen Stroms. Was sollte uns aufhalten? These